lieber Jan, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo, ja, danke der Nachfrage. Sehr schön. So, ich freue mich auf den Unterricht heute mit dir. Es geht um Urlaub. Weißt du, was Urlaub ist? Ja, Okay, wir haben hier zwei kleine Fotos. Kannst du das erste Foto identifizieren? Welches Wort fällt dir dazu ein? dazu fällt mir Camping ein. Sehr gut. Sehr aufmerksamer Schüler, den ich hier habe. Und wenn ich hier ein bisschen aufklappe, meine Seitenmaskierung, komme ich hier auch in die Lösung, den Campingurlaub am Chiemsee. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Vokabeln ein bisschen besprochen und wir sind alle 4 Bilder durchgegangen und jetzt gehe ich in eine Aufgabe mit dir rein und zwar die 12.1b. So, lieber Jan, ich bitte dich, die Aufgabe 1b kurz mit mir gemeinsam zu machen. Wo du Probleme hast, sag einfach Bescheid, aber vielleicht kannst du einfach die Wörter runterziehen in einen dieser 4 Gruppen. Ich werde es versuchen. So, wunderbar. Und ich kann gleichermaßen dann, wenn die Übung mehr oder weniger erfolgreich beendet ist, kann ich hier direkt die Lösung anzeigen. Und das habe ich hier auf dem Bildschirm zu sehen. Und das heißt also, hier kann ich dann im Unterricht alles gemeinsam dann mit den Teilnehmenden durchgehen. Hier kann ich auch die Übung klein machen und bin wieder auf meiner Seite zurück. So, lieber Jan, wir haben jetzt ja erfolgreich eine interaktive Übung gemeinsam gemacht und jetzt machen wir die zweite Übung. Und hier geht es um ein kleines Hörverständnis und zwar auf der Seite 137. Wir gehen da zusammen einfach mal rein und ich würde dich jetzt einfach bitten, in das Hörverständnis reinzuhören und dir die Lösung zu notieren und dann sagst du mir die gleich. Okay. Ach, ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. So, wir haben jetzt das Hörverständnis natürlich bis zu Ende durchgehört. Was hast du verstanden, Jan? Ich schreibe mit. Ich habe verstanden. So, und jetzt hat das Programm nämlich folgenden Vorteil. Ich kann natürlich die Lösung nachgucken. Die Lösung gibt es, aber ich kann mir hier in dem Fall auch eine Lösung anzeigen lassen. Ich habe hier eine Musterlösung. Und hier wirst du sehen, Reiseführer war 1a, nicht 5 Hosen, sondern 2 Hosen, ein Rock und eine Bluse. Und hier sehen wir schon, dass Blusen mit 2 S zum Beispiel falsch geschrieben wäre. Ja, wunderbar. Damit haben wir eine kleine Übung gemeinsam gemacht. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Eine nächste Möglichkeit, nämlich 39, auf das Tafelbild zu gehen. Und das Tafelbild können wir gemeinsam machen, Jan. Und zwar werde ich mich hier an den Start stellen. Und das Ziel ist der Hauptbahnhof. Wie komme ich jetzt vom Olympiazentrum zum Hauptbahnhof? Da nehme ich die U8. Wunderbar, richtig. Ich würde dich auch noch bitten, in eine Übung hineinzugehen, und zwar auf der Seite 138. Und da haben wir eine Übung, das ist die 4a. Da möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen, denn du wirst an vielen Übungen einen kleinen Tipp sehen. Und wenn wir hier den Tipp anklicken, dann hast du nämlich die unterschiedlichen Formen, die man sowohl in Süddeutschland als auch in Österreich verwendet oder in der Schweiz. Wie sagt man in Süddeutschland zu Straßenbahn? Da sagt man dann die Tram. Wunderbar. Und in der Schweiz? Das Tram. Das Tram. Okay. In Norddeutschland würden wir sagen Straßenbahn und das war's. Ja, wunderbar. Dann können wir hier das Audio anhören und dann bitte ich dich, die Lücken jeweils auszufüllen. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zu der Stadttour? Keine Ahnung. Schau doch mal auf dem Handy nach. Ja, mach ich. Gut, dann bitte ich dich, die Lösung einzufüllen. Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, dir die Lösung anzuzeigen. Und hier sehen wir dann, was du hier im besten Fall eintragen konntest. Lieber Jan, in welche Stadt in Deutschland, Österreich oder Schweiz würdest du gerne mal fahren? Ich würde gerne mal nach Stuttgart fahren.
Nach Stuttgart. Das ist aber originell. Wunderbar. So, jetzt gibt es aber ein relativ langes deutsches Wort, bei dem du vielleicht nicht weißt, was es bedeutet. Und zwar, welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Und da habe ich einen Tipp für dich. Das kannst du nämlich auch auf deiner digitalen Version zu Hause benutzen, nämlich hier oben den Übersetzer-Button. Und hier klicke ich einfach doppelt drauf. Und dann kommt auch schon die Übersetzung. Ich weiß, dass du sehr, sehr gerne Spanisch lernst und beherrschst und deswegen die Übersetzung hier ins Spanische. Lugar de interés, Sehenswürdigkeiten. Also hast du hier die Möglichkeit, wenn du eine Aufgabe besser verstehen möchtest oder wenn du vielleicht auch eine grammatische Information brauchst, dass du hier direkt den Übersetzer anklicken kannst. So, lieber Jan, jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit vorangekommen und wir haben uns viel über das Thema Urlaub unterhalten und jetzt wird es ein bisschen spannender. Jetzt werden wir nämlich jetzt zusammen ein Video angucken und zwar über die Netzwerk-WG. Und die Aufgabe 14a, vielleicht magst du die mal aufmachen. Da siehst du endlich Ferien. Hier gibt es ein paar Fragen zu dem Video und ich bitte dich, das Video kurz abzuspielen und zu versuchen, den kleinen Text dazu zu schreiben. Also mit Basis der Antworten auf die Fragen. Alles klar. Endlich Ferien. Hey, was machst du? Ich muss zum Bahnhof. Ich fahre nach Bremen. Viel Spaß. Danke. Gute Reise. Danke. Tschüss. Sie fährt nach Bremen. Viel Spaß. So, lieber Jan, das hat ja schon super geklappt mit deinem kleinen Text. Du kannst eine Musterlösung aufrufen und dann sehen, wie weit alles korrekt war. Wir haben jetzt das Kapitel eigentlich ganz gut durchgearbeitet und jetzt möchte ich von dir natürlich eine Hausaufgabe. Und zwar habe ich dir eine Liste zusammengestellt mit Übungen, die du machen kannst. Und die interaktiven Übungen, die ich ausgewählt habe, die kannst du auch immer wieder zurücksetzen. Das heißt, du kannst sie so oft machen, wie du möchtest, bis es richtig klappt. Und dann bitte ich dich einfach, diesen QR-Code zu scannen. Und dann hast du alle Sachen in der richtigen Reihenfolge und kannst sie zu Hause abarbeiten. Und lieber Jan, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Danke, ich dir auch. Tschüss.